In diesem Video zeigen wir euch heute, wie wir Sommerporree anbauen. Wir starten damit bereits im Januar und Februar und ja, wir brauchen auch Kunstlicht dafür, aber es lohnt sich trotzdem, denn wir können damit die Ernte verfrühen. Das Saatgut kommt bei uns in die Anzuchterde, also eine nährstoffarme Erde, und bei den Gefäßen achten wir darauf, dass die ein bisschen größer sind. Also ihr könnt verschiedene Sachen verwenden, wir haben jetzt verschiedene Quickpots hier. Wichtig ist aber, dass sie groß genug sind, denn der Sommerporree, der wird nicht pikiert, der kommt als Jungpflanze später direkt in die Erde und deswegen müssen die Förmchen ein bisschen größer sein. Der Porree wird jetzt hier natürlich auch angegossen und darf dann keimen. Bei der Aussaat von Lauch müssen wir einfach darauf achten, dass er gerne kühl und hell steht. Wenn ihr kein Kunstlicht zur Verfügung habt oder damit nicht arbeiten möchtet, aber dennoch Jungpflanzen vorziehen möchtet, dann wäre es sinnvoll, das ab März zu machen. Natürlich könnte man das Saatgut auch direkt in die Erde bringen mit einer Direktsaat, aber dann wäre die Ernte erst im Herbst zu erwarten. Wenn wir hingegen vorziehen, dann startet die Ernte schon im Juni. Ungefähr 4 bis 6 Wochen nach der Aussaat und je nachdem wie das Wetter ist, dürfen die Jungpflanzenanzuchtsplatten jetzt ins Gewächshaus wandern. Zum einen sollen sie sich natürlich ans Klima gewöhnen, an die Temperaturen nachts und auch an das Tageslicht. Nochmal 4 Wochen weiter, wir haben jetzt Anfang April, die Pflanzen sind gut gewachsen, jetzt ist es Zeit, die Jungpflanzen ins Beet zu bringen. Wir setzen sie ins Hochbeet, aber ihr könntet sie auch einfach ins Beet setzen. Wenn ihr bei den Jungpflanzen schon seht, dass sie schwächlich wachsen oder vielleicht sogar ein bisschen gelb werden, dann könnt ihr gut mit Flüssigdünger nacharbeiten. Wir setzen den Porree zusammen mit den Möhren ins Beet, das ist eine bewährte Mischkultur. Beim Düngen achten wir allerdings darauf, dass vor allen Dingen der Porree der Starkzehrer der beiden ist und dementsprechend kriegt der ein bisschen mehr Dünger. Dafür verwenden wir in der Vorbereitung entweder Kleedünger oder wir arbeiten mit Flüssigdünger. Was wir genau benutzen, das haben wir euch in der Infobox verlinkt. Im Beet ziehen wir eine Furche und da kommen gleich die Pflanzen rein. Die kommen wurzelnackt und vereinzelt rein und ihr seht schon, im Wurzelbereich schneiden wir ungefähr die Hälfte ab, um das Wurzelwachstum anzuregen und im oberen grünen Bereich schneiden wir 1/3 ab, einfach damit das Grün nicht auf dem Boden liegt, es nicht irgendwie fault oder sonst wie krank werden kann. In der Furche selber machen wir Löcher, wo dann die einzelnen Pflanzen reingesetzt werden, in einem Abstand von ungefähr 5 bis 10 cm. Die Furche im Beet verwenden wir, damit wir später einfacher anhäufeln können, denn wir wollen natürlich einen Porree haben mit einem schönen dicken weißen Schaft. Natürlich müssen wir das Wetter beobachten, aber wenn es trocken sein sollte, ist es besonders wichtig, gerade am Anfang, wenn die Pflanzen klein sind, regelmäßig zu gießen. Wenn euch dieses Video gefällt, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr mögt, lasst uns gerne ein Abo da. Da bei uns der Druck der Zwiebelfliege relativ hoch ist, arbeiten wir nicht nur mit der Mischkultur, sondern benutzen eben auch gerne die Gemüseschutznetze im bewährten Planwagenprinzip. 4 Wochen später, ungefähr jetzt hier Ende April, machen wir nochmal das Netz ab und schauen darauf, dass wir das Beet beikrautfrei halten. Denn Unkräuter können hier ganz schnell hochwachsen und der Lauch hat es unheimlich gerne hell, deswegen achten wir darauf. Anschließend wird natürlich direkt gemulcht, hier mit Grasschnitt. Der wirkt gleichzeitig als Langzeitdünger und versorgt den Porree über einen weiten Zeitraum mit Nährstoffen. Das Gemüseschutznetz kommt wieder drauf, der Planwagen steht und wir achten zwischendurch immer wieder darauf, ob da irgendwie große Beikräuter im Beet wachsen, die kommen dann zwischendurch natürlich raus. Durch die frühe Voranzucht von dem Lauch im Januar, Februar können wir eine erste Ernte im Juni schaffen. Je später wir aussehen, desto später wird auch die Ernte ausfallen. Wir bauen jetzt hier speziell den Sommerporree an, der spätestens im Herbst abgeerntet sein möchte. Der ist eben nicht winterhart, nicht frostfest. Im Vergleich dazu gibt es den Winterporree, der kann im Winter im Beet bleiben und ist frostfest. Ende Juni ist es dann soweit. Erste schöne, zarte Lauchstangen können dann aus der Erde gezogen werden. Was eine Freude. Eine versetzte Ernte nach Bedarf ist jetzt bis in den Herbst möglich. Zum Weiterschauen haben wir noch 2 weitere Videos für euch verlinkt. Einmal die Langversion vom Anbau vom Sommerporree und unsere Playlist Grow Veggie mit ganz vielen kurzen, knackigen Gemüseanbauvideos. Viel Spaß bei euch im Garten!